Mein Name ist Arne Sönnigsen und ich arbeite beim großen Hamburger Unternehmen. Ich sitze in einem Rollstuhl, weil ich eine neurologische Erkrankung habe, die mich Stück für Stück mehr lähmt, Arme, Beine, Rumpf. Deswegen bin ich auf einen Elektrorollstuhl angewiesen. Ich kümmere mich in diesem Unternehmen um die Beziehung zwischen der Geschäftsführung und den Betriebsräten. Alles, was Mitarbeiter angeht, welche Arbeitsbedingungen man hat, zu welchen Zeiten man arbeitet und all diese Geschichten. Bei meiner Arbeit kommt es natürlich darauf an, dass ich da bin, wo etwas geregelt werden soll. Und das heißt auf einem großen Werksgelände, dass ich mich von einer Halle zu einem Bürogebäude zum nächsten bewegen kann. Das sind häufig auch größere Distanzen. Das ist für mich wichtig, dass ich da relativ zügig mich bewegen kann und über Straßen, über Fußwege und so weiter komme. Und das Zweite ist, dass es hier viele Gebäude gibt, die alt sind, andere Gebäude, die neu sind und man sich immer nicht darauf verlassen kann, weil man es nicht kennt. Wie komme ich genau in das Gebäude rein? Welche Voraussetzungen sind da? Gibt es dort überhaupt Fahrstühle oder gibt es keinen Fahrstuhl? Und man ist auf eine Treppe angewiesen. Und da ist das natürlich super hilfreich, wenn ich möglichst viele Möglichkeiten habe. Für mich kommt es darauf an, dass ich mit fortschreitender Erkrankung, wo ich weniger selber machen kann, ich Hilfsmittel habe, die mir das ausgleichen und die mir eine Chance geben, das, was ich vielleicht nicht mehr so gut selber machen kann, dann über das Hilfsmittel zu kompensieren. Und der Bro gibt mir einfach die Chance, auf der einen Seite mit Menschen auf Augenhöhe mich zu unterhalten. Ganz wichtig, wenn man jemanden trifft, ob es auf dem Flur ist oder in einem entsprechenden Meeting, das im Stehen stattfindet, auf Augenhöhe zu sein. Und das andere ist wirklich, Menschen erreichen zu können. Und wenn ich in ein Gebäude muss, wo Menschen sind, wo kein Fahrstuhl ist, dann ist das natürlich gigantisch, wenn man dann die Treppe hochfahren kann. Und ganz davon abgesehen ist es auch noch ziemlich cool, wenn Leute sehen, wie man dann da ankommt. Das gibt man hat gleich ein Gesprächsthema und das ist echt cool und gefällt mir sehr. Es macht tatsächlich einen Unterschied, ob man einfach nur wahrgenommen wird als jemand, der im Rollstuhl daherkommt, der hilfsbedürftig aussieht und wo viele unsicher sind, wie begegne ich dem, oder ob man in einem relativ coolen Gefährt kommt, das offensichtlich technisch spannende Sachen kann. Jeder hat sofort ein Gesprächsthema und es ist schon ein anderes Zusammentreffen. Was der Bro kann, was einfach kein anderer kann, ist wirklich die Höhe, auf der man sitzen kann, mit dem man sich mit anderen Leuten unterhält. Gerade wenn man sich auch mal mit größeren Menschen unterhält. Es gibt ja auch andere Rollstühle, die höhenverstellbar sind. Aber diese Höhe, die der Bro erreicht, die erreicht halt einfach kein anderer. Und da ist man wirklich auf Augenhöhe. Und das mit dem Treppensteigen, es ist einfach, wenn du sonst keine Chance hast, irgendwo hinzukommen, dann ist das natürlich gigantisch. Ein krasses Beispiel, wo der Bro wirklich hilft, ist da gewesen, als ich in einem ersten Stockwerk im Gebäude war und wollte mit demselben Fahrstuhl wieder runterfahren, mit dem ich hochgekommen war. Ja, und dann war er leider defekt. Ich brauche ihn gar nicht. Ich habe einen Bro und ich kann die Treppe runterfahren. Und das ist natürlich gigantisch. Der Bro ist für mich echt praktische Inklusion, weil es einfach nicht erforderlich macht, dass man vorher alles plant, was irgendwie kommen könnte, sondern ich kann einfach drauf losfahren und ich kann einfach an dem teilnehmen, was notwendig ist.